Fröhliches Fummeln, ihr Lieben! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese niedlichen Weihnachtsbäume häkelt. Ich habe hier zwei Versionen für euch, die im Grunde genauso gehäkelt werden. Einmal hier diese etwas modernere, minimalistische Version und dann noch hier einmal klassisch mit ein bisschen mehr Tannengrün dran. Details zum Material und eine schriftliche Anleitung findet ihr auf meinem Blog karusfummelei.de. Ich verlinke euch die Anleitung unten in der Videobeschreibung. Wir häkeln den Weihnachtsbaum von oben nach unten in Spiralrunden, so wie man es auch meistens bei Amigurumis macht. Also keine Kettmaschen am Ende der Runden. Wenn ihr diesen bauschigen Baum haben wollt, dann häkeln wir am Ende von unten nach oben nochmal zurück. Wir starten den Weihnachtsbaum mit einem magischen Ring. Wenn ihr noch gar nicht wisst, wie das geht, dann schaut euch bitte erstmal das Video hier oben an. Da erkläre ich ganz genau und langsam, wie das gemacht wird. Ich starte hier, indem ich mir den Faden um den Finger wickle und dann mache ich 4 feste Maschen in den magischen Ring. Also erstmal eine Luftmasche und dann 4 feste Maschen in den magischen Ring. Und jetzt ziehe ich den magischen Ring fest zu. Und häkle jetzt, wie ich schon gesagt habe, einfach weiter, indem ich in die erste feste Masche einsteche. Jetzt wird es ein bisschen friemelig. Ich häkle nämlich jetzt erstmal 4 feste Maschen, das heißt eine feste Masche in jede feste Masche. Das ist bei so einem kleinen Kreis manchmal ein bisschen schwierig, aber danach wird es dann ein bisschen leichter. Ihr könnt versuchen, den Anfangsfaden hier schon mal ein bisschen mit einzuhäkeln. Dann ist der magische Ring besser gesichert. Und jetzt kommt schon die dritte Runde. Jetzt gehen wir dazu über, halbe Stäbchen zu häkeln. Also wir häkeln jetzt keine festen Maschen mehr, sondern halbe Stäbchen und verdoppeln jetzt die erste Masche. Das heißt, ein Umschlag für das halbe Stäbchen, in die nächste feste Masche einstechen, Faden durchholen und nochmal den Faden holen und durch die 3 Schlaufen auf der Nadel. Das war das erste halbe Stäbchen. Und in dieselbe feste Masche häkeln wir noch ein zweites halbes Stäbchen rein. Jetzt kommt die nächste feste Masche, die behäkelt wird. Da kommt ein halbes Stäbchen rein. Die nächste Masche verdoppeln wir wieder. Da machen wir wieder 2 halbe Stäbchen rein. Und die nächste Masche ist wieder eine einfache, also nur ein halbes Stäbchen. Jetzt haben wir in der Runde 6 Maschen gehäkelt. Ihr könnt euch das auch mit einem Maschenmarkierer markieren, immer den Anfang der Runde. Ich zähle bei so kleinen Runden meistens mit. Wir haben nachher am Ende maximal 21 Maschen, wenn ihr so hoch häkelt wie ich und nicht noch ein größeres Bäumchen machen wollt. In der 4. Runde häkeln wir einfach in jedes halbe Stäbchen nochmal ein halbes Stäbchen rein, also insgesamt 6 halbe Stäbchen. Ab jetzt häkeln wir ins 3. Maschenglied. Normalerweise hat ein halbes Stäbchen 2 Maschenglieder, so wie jede andere Masche auch. Hier ist das erste und dahinter liegt das zweite. Wenn ich jetzt hier so einsteche, wie ich das normal beim Häkeln machen würde, dann sieht man das erste Maschenglied und dahinter das zweite Maschenglied. Und hinter dem zweiten Maschenglied liegt das sogenannte 3. Maschenglied. Dafür kippt ihr euch das so ein bisschen so, dass ihr da so ein bisschen reinschauen könnt. Manchmal hilft es auch, wenn man sich das erstmal so ein bisschen umkrempelt hier. So, hier sieht man es jetzt ganz gut. Hier haben wir jetzt also unser erstes Maschenglied. Das ist das erste. Hier dahinter das zweite Maschenglied. Und dann, wenn wir noch ein bisschen weiter rumdrehen, ist hier so das 3. Maschenglied versteckt. Ja, also hier Nummer 1, 2 und dahinter ist das 3. Das kommt von dem Umschlag, den wir beim halben Stäbchen immer machen. Und da wollen wir jetzt rein häkeln. In der nächsten Runde arbeiten wir Zunahmen. Ab sofort häkeln wir immer ins 3. Maschenglied der Maschen, wenn wir Zunahmen häkeln und ganz normal, wenn wir einfach nur normal drüber häkeln, ohne Zunahmen zu machen. Das ist jetzt die 5. Runde. Wir häkeln jetzt 2 halbe Stäbchen in das 3. Maschenglied des nächsten halben Stäbchens. Hier ist es. Da sind die 2 Maschenglieder und dahinter liegt das 3. Maschenglied. Also da 2 halbe Stäbchen reinhäkeln. Und in das 3. Maschenglied des nächsten halben Stäbchens kommt ein halbes Stäbchen rein. Das Ganze wiederholen wir jetzt noch 2-mal. Also nochmal 2 halbe Stäbchen in das 3. Maschenglied des nächsten halben Stäbchens. Und ein halbes Stäbchen in das 3. Maschenglied des folgenden halben Stäbchens. Das Ganze jetzt noch einmal wiederholen.
Die nächste Masche wird verdoppelt. Und in die nächste kommt ein halbes Stäbchen rein. Das war jetzt unsere erste Zunahmerunde mit halben Stäbchen ins dritte Maschenglied. Jetzt häkeln wir eine Runde nur halbe Stäbchen. Wir haben jetzt 9 Maschen gehäkelt. Das heißt, wir häkeln jetzt in der 6. Runde in jedes halbe Stäbchen ein halbes Stäbchen und haben dann wieder 9 Maschen. Jetzt häkeln wir aber nicht mehr ins dritte Maschenglied, sondern hier wieder normal in das erste und zweite Maschenglied, wie wir es ganz normal machen. Also einfach 9 halbe Stäbchen häkeln. Jetzt kommt die 7. Runde. Hier häkeln wir jetzt wieder in die dritten Maschenglieder. Die sieht man jetzt hier schon so ein bisschen besser, wenn man sich das so ein bisschen umstülpt, weil das alles nicht mehr ganz so klein ist. Und zwar verdoppeln wir wieder die erste Masche. Wir häkeln wieder ins dritte Maschenglied. 2 halbe Stäbchen. Und in die nächsten 2 Maschen jeweils ein halbes Stäbchen. Wieder immer ins dritte Maschenglied. Das wiederholen wir jetzt noch 2 Mal und dann haben wir 12 Maschen gehäkelt. Also die erste verdoppeln und dann 2 einzelne halbe Stäbchen. Ich bin wieder am Ende der Runde angekommen. Jetzt häkle ich wieder eine Runde halbe Stäbchen, ganz normal ins erste und zweite Maschenglied, wie man das beim ganz normalen Häkeln macht. Und es sind dann wieder 12 Maschen. Also einfach wieder hier jetzt einstechen und 12 halbe Stäbchen häkeln. Jetzt kommt wieder eine Zunahmerunde. Das heißt, wir starten jetzt wieder ins dritte Maschenglied und häkeln 2 halbe Stäbchen ins dritte Maschenglied des nächsten halben Stäbchens und jeweils ein halbes Stäbchen ins dritte Maschenglied der nächsten 3 halben Stäbchen. Das machen wir jetzt noch 2 Mal und dann haben wir 15 Maschen gehäkelt. In der 10. Runde häkeln wir wieder eine Runde einfach nur halbe Stäbchen, ein halbes Stäbchen in jedes halbe Stäbchen. Das sind dann 15 halbe Stäbchen. Und jetzt kommt Runde 11. In Runde 11 häkeln wir wieder 2 halbe Stäbchen ins dritte Maschenglied des nächsten halben Stäbchens. Das wird also wieder verdoppelt. Und dann noch 4 halbe Stäbchen. Also jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 4 Maschen. Das Ganze wird dann noch 3 Mal wiederholt, sodass wir am Ende 18 Maschen gehäkelt haben. In der 12. Runde häkeln wir wieder ein halbes Stäbchen in jedes halbe Stäbchen der Vorrunde. Das heißt, einfach überall ein halbes Stäbchen rein und das Ganze 18 Mal. Jetzt kommt die letzte Runde. Es sei denn, ihr wollt den Baum noch viel größer häkeln, dann müsst ihr einfach immer weiter so vorgehen, dass ihr immer 3 Mal die Runde zunehmt und das ins hintere Maschenglied und in der folgenden Runde dann einfach einmal drüber häkelt. Für mich ist das jetzt die letzte Runde und da häkle ich wieder ins dritte Maschenglied, verdopple die erste Masche, da kommen wieder 2 halbe Stäbchen rein und dann kommen in die dritten Maschenglieder der nächsten 5 halben Stäbchen jeweils ein halbes Stäbchen und das dann wieder 3 Mal, sodass wir dann insgesamt 21 halbe Stäbchen gehäkelt haben. Zum Abschluss häkeln wir eine feste Masche ins dritte Maschenglied der nächsten Masche und eine Kettmasche ins nächste halbe Stäbchen ganz normal rein. Theoretisch könnt ihr den Baum auch jetzt einfach so lassen, also wenn euch das so jetzt schon gefällt und ihr das ein bisschen minimalistischer haben wollt, dann könnt ihr den einfach so lassen und schon so hinstellen und benutzen. Wenn ihr den ein bisschen bauschiger haben wollt, so wie hier, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr das noch machen könnt. Dann häkeln wir jetzt nämlich einfach wieder zurück. Dafür drehe ich mir das Ganze so ein bisschen um und häkle jetzt in diese Ketten, die hier entstanden sind, rein. Und zwar immer in das untere Maschenglied davon. Immer nur in die Hälfte. Das sieht dann nämlich ein bisschen ordentlicher aus, finde ich. Also hier in dieses untere Maschenglied der Kette häkle ich jetzt rein. Und da mache ich jetzt erstmal eine Kettmasche, um da hochzukommen. Und jetzt mache ich immer das Gleiche, bis ich oben angekommen bin. 3 Luftmaschen und eine Kettmasche in das untere Maschenglied der nächsten Masche. Und wieder 3 Luftmaschen und eine Kettmasche in die nächste. 3 Luftmaschen und eine Kettmasche in die nächste. Ich zeige es euch noch, wie ihr es bei dem Übergang zur nächsten Etage macht.
Ich bin jetzt hier am Ende der Runde angekommen. Hier habe ich angefangen und hier in diese Masche mache ich nochmal eine Kettmasche rein. Und jetzt häkle ich nochmal 3 Luftmaschen. Und ab jetzt starte ich in die nächste Etage. Und zwar hier in die erste Kette dieser nächsten Etage. Die fängt, das sieht man hier gut, hier ist der Übergang, hier ist so dieser Absatz. Hier fängt es an und da steche ich jetzt einfach ein und mache da dann einfach genauso weiter. Wieder 3 Luftmaschen, Kettmasche in die nächste und so weiter, bis ihr ganz oben angekommen seid. Dann zeige ich euch noch, wie ihr das Ganze beenden könnt. Ich bin jetzt hier oben mit der letzten Kettmasche angekommen und ziehe mir die Schlaufe ein bisschen lang. Dann schneide ich mir die hier, den Faden einfach ab. Und wer nicht das erste Video hier gerade von mir guckt, sondern meine Videos schon kennt, der weiß, dass ich faul bin, was das Vernähen angeht. Das heißt, das ist Deko und da habe ich immer gar keine Lust, hier irgendwie ewig lange irgendwas zu vernähen. Also mache ich es mir hier ganz leicht, nehme noch nicht mal eine Vernähnadel dazu. Ich ziehe mir hier einfach mit der Häkelnadel den Faden nach innen, den Endfaden, ziehe den Anfangsfaden mit dem magischen Ring nochmal richtig fest und jetzt verknote ich die einfach da innen drin. Da guckt ja sowieso keiner mehr hin. Und ja, also ich habe da echt kein schlechtes Gewissen. Ich verknote die hier einfach 2 Knoten rein. Dann versuche ich das hier so eng wie möglich irgendwie abzuschneiden. Und fertig. Wenn ihr für das kleine Weihnachtsbäumchen noch so niedlichen Stern nachfummeln wollt, dann schaut mal in das Video hier, da habe ich gezeigt, wie ihr diesen Mini-Stern häkeln könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet viel Spaß beim Nachfummeln. Wenn ihr weitere kostenlose Anleitungen von mir nicht verpassen wollt, dann abonniert bitte meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder.